Hallo. Hallo. Ich bin Bernhard. Ich bin Ling. Und wir gehen chinesisch essen in Berlin. Jetzt gerade sind wir auf der Suche nach dem besten Sichuan-Restaurant. Wir sind heute bei Daming und gehen rein. Schärfe-Ranking. Also, was willst du? Ich? Ja. Maoxuan. Are you ready for order? Darfst du was sagen? Ja, Ja, kleinen Moment noch. Weil die Küche macht jetzt gleich Mittagspause. Ja. ach so, ja, okay, mal wissen. Maoxuan. Mausche, das verstehe ich. Ohne Seafood. Ohne Ja. Muss. Und einmal Latzi-Hähnchen. Lage Sie. 对. Und Zuliu Beicai. Wo ist das? Okay, das verstehe Gebratene Chinakohl mit Essig. Diese Kousui-Ji. Hühnchen mit scharfer Chili-Soße mit. ich. Okay. Machst du alles Sichuan-Geschmack? Aber guck mal, das Schild da vorne, da steht einfach Deming. Und ich habe eben überlegt, warum heißt es überhaupt Deming? Weil das Restaurant heißt ja entweder im Internet Ming-Restaurant, und aber auf Chinesisch heißt es Da Ming. Und Da heißt groß, ja, also deswegen ein großes D. Also braucht man echt Gehirn dafür, um diese Namensübersetzung hinzukriegen. Und Ming, dahinter das zweite Zeichen, ist ja dann Ming. Ja. 谢谢。 Zweiter Versuch, Koushui-Ji. Erste Mal bei Shuwei-Fang, findet ihr da oben in der Info. Gucken wir, ob uns das Wasser hier im Mund zusammenläuft. Dann einmal rein. Mix. Achso, jetzt krieg ich die Mixaufgabe. Oder ich? Ja. Lin hat 14 Jahre mein Essen gemixt. Das heißt, mein Mix-Skillset ist jetzt so bei 0. Okay, danke schön. Ich finde zu wenig Chili. Zu wenig Chiliöl kann man nicht gut mixen. Nee, ich meine Aussehen. So, also Koushui-Ji, wenn ihr euch Mit daran Knochen. erinnert oder nicht die Folge von Shuwei-Fang geschaut habt, ist kalt. Diese kommen ja auch mit Knochen. Und auch nochmal zur Erinnerung, Kou Mund, Shui Wasser oder Kou Shui ist dann das Sabbern und Ji ist Hähnchen. Sabberst du? Okay. Findet es okay. Ich finde, muss noch mehr Chiliöl und ein bisschen Sesamöl. Ja, das ist ja sehr schwach im Geschmack. Aber schmeckt nicht so schlecht. Wenn mehr, dann kann. Aber gar nicht Besser stark, einfach. ne? Ist so ganz mild eigentlich alles, ne? So ganz seicht. Ja, Shuwei-Fang fand ich besser. Aber die wieder benutzen diese weißen Hähnchen. Wir sind ja schon jetzt relativ tief in die Sichuan-Küche eingestiegen. Deswegen werdet ihr jetzt öfters hören, dass wir Essen auch vergleichen. Okay, komm, lass uns zum nächsten gehen. Normale Chili Beicai ist nicht mit Weißessig. Es ist von dieser dunklen Laochengzhu alter Essig. Original Mehr mit Essig oder? Ming-Version. Alte. Überraschenderweise ist der total hell. Und also hier so eine leichte Ölbrühe. Da sollten Chilis sein. Da Nicht sollte unbedingt muss Chili, noch aber braucht alte Essig. Chili für die Optik und alte Essig. Aber zu große Geschnitte noch. Und wie erkennt man, ob es alte Essig ist oder nicht? Farbe. Ja, erzähl mal. Alte Essig ist so dunkel. Alte Essig ist dunkel. Na, ganz viele Leute wissen das nicht. Wir machen noch hier voll Einstieg Aber in die jeder chinesische Essig hat Küche. einen Geschmack. Kannst du das kochen? Nee. Nee. Wie du alte Essig kochen kannst. Ich meine dieses Gericht. Oh ja, dieses, jeder, ich glaube, Sichuan Family Leute können kochen. Okay. Müssen wir mal später nachfragen, falls wir uns trauen. Schreibt's in die Kommentare, ob ihr das mal sehen wollt. Weil das ist ja ein relativ einfaches Gericht. Ne? Ihr habt hier einfach Nur Chinakohl. Chinakohl, die Und Zutat Essig. Nummer Zuliu. 1. Chinakohl. Muss sauer sein.
und alte Essig. Gibt es noch mehr da drin in dem Essen? Was meinst du? Salz? Nee. Irgendwas? Nur Essig. Nur zwei und Zutaten. Salz und Stärke. Salz, Stärke. Okay. Sehr viel Essig. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Ja, aber du kennst ein bisschen Chili-Schortelei, aber das ist Geschmackssachen. Oh, total simpel. Also wenn man so ein leichtes Gericht haben will, ohne irgendwelche fancy Geschichten, aber hier ist auch angedickt, ne, mit Stärke. Ja, muss angedickt sein. Ja, also hier darf man mal andicken. Bei anderen Gerichten hatten wir ja, war Darf viel ich zu probieren? viel. Weil die benutzt keine alte Essig, deswegen diese hatte keine, nicht diese Geschmack. Sichuan Leute essen sehr viel alte Essig oder diese dunkle Essig. Sollen wir mal fragen nach alten Essig? Dann können wir uns ja noch selbst reinmachen. Aber es hat auch so süß, oder? Da hat ein bisschen Weijing, ich glaube. Weijing sehr viel. MSG. Weil durch keine diese dunkle Essig, ne? Aha. Die schmeckt wirklich langweilig. Und normalerweise die nicht langweilig sein soll eigentlich. Ah, das soll eigentlich nicht langweilig sein. Dann ist es ja eigentlich fast egal, ob ihr kommentiert. Macht's trotzdem und dann musst du es einfach mal kochen und dann essen wir es nochmal. Sehr, sehr einfach. Super. Hallo, wer sind Sie denn hier? Teilchen. Einfach hier ins Video gelaufen. Nicht ja schon mal Mingse. Ist ja mal so ein kleiner Junge ins Bild gelaufen. Wir kennen ihn gar nicht. Mao Shui-Wang ist ein klassisches, scharfes Gericht aus der Sichuan-Küche. Mao heißt haarig, Xue ist Blut, Wang ist blühend oder üppig, also viel. Haarig, ey. Haare, Mao. Umgangssprachlich heißt rustikal oder krass. Weißt du, kannst krass sagen, Mao. Mao Shui-Wang. Katze. Mao ist wie Maozeit Mao. Deswegen sie übersetzen Mao, Haare, aber eigentlich ist wie Maozeit schnell gekocht. Innerei wie auch Feuertopf eigentlich schmeckt so sein. Ähnlich, aber nicht ganz gleich, aber Ja. hat einen ähnlich Geschmack. Deswegen bis jetzt, wenn ich außerhalb von Sichuan, die hat einen Laden, schmeckt gut. Nur du kennst, hat so gute Mao Shui-Wang. Näher Ja. Chengdu kriegst du, Ja. aber in Chengdu keine. Und natürlich, wenn in Chengdu hat keine, dann andere Stadt. Hat auch ein bisschen Rindfleisch rein, gucken Sie auch. Aber die Farbe ist nicht so schön. Gucke, gar nicht rot, Gar nicht rot. so orange. Heißt, die haben das Chiliöl nicht eingefärbt. Nee, Unterschied. Guck mal, sie hatte nur ein bisschen solche Chili. Ja. Weil normalerweise, Naja, in Deutschland allgemein ist immer weniger Chili, weil die hier teilweise das 20-fache wie du kosten. gekocht, aber drinnen hatte Chili, die Pasta, weißt du, diese benutzen auch. Deswegen ich meine, dass ein bisschen wie Sichuan kochen immer hatte. Ja, komm, aber das guckt mich jetzt die ganze Zeit an. Probieren jetzt. Ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, nur 1 oder 2 Mal Entenblutwürfel. Also, let's go. Mit einem kleinen Sichuan-Pfefferkorn. Geil. Weil in China ist immer die Brühe so rot. Ich hatte immer super Angst, weil normalerweise immer, wenn es super rot aussah in Chengdu, hat es mich immer umgebracht. Aber nicht unbedingt. Ja, doch, aber deswegen habe ich das Blut immer nicht probiert. Und da hast du aber auch das Blut richtig mit im Öl drin schwimmen. Ne? Hier ist quasi nur Guck mal, die wir Würfel. haben auch. Ich habe gesehen vorher Ich eine. glaube, gibt es auch im Asienmarkt. Aber hat so ein bisschen Dunkel. Nebengeschmack, ne? Was? Oh, wow. Okay, ich ändere gerade meine Meinung. Blut ist nichts für mich. Da kommt noch so ein komischer Nebengeschmack irgendwie. Kann ich nicht beschreiben. Es kribbelt ein bisschen, ist ein bisschen salzig. Ja. Keine Ahnung. Probiert das mal selbst aus und vielleicht findet ihr eine genaue Beschreibung für was ist Entenblut. Okay, weiter mit dem Rindfleisch. Oh, hier ist auch so dieser Geschmack drauf jetzt. Hat sich so an das Fleisch angeklebt.
Aber ansonsten schmeckt es wie Rindfleisch. Ein bisschen hart, Welche? nicht so weich. Also der Sichuan-Pfeffer kommt gut durch. Ist aber, da, China-Pfeffer ist stark, aber nicht aber, so nur scharf, ne? aber nur grün oder wie? Weiß nicht. Also es fehlt so ein bisschen das Aroma Beide. vom Roten. Hat beide. Ja, aber den roten schmeckt man nicht so stark. Hier gibt es auch noch einen Tofu und dann kommt noch ein Rindermagen. Die Innereien. Okay, erstmal den Tofu noch. Ja, ist hier dieser ganz normale Tofu, den man überall kriegt in Berlin. Und Aber da ist der Evergreen Geschmack nicht so stark eingezogen. Ne? Das ist ein bisschen schwierig, dass der Tofu auch den Geschmack annimmt. Da muss ein bisschen länger drin sein, oder? Der schmeckt ein bisschen nach. Kann auch selber zu Hause kochen. Mit Volltopfsoße einfach alle Sachen rein. Ja, aber das ist andere Rindermagen. Jetzt Auch zum Beispiel andere. jetzt wir haben, ne? Was ist das? Schwein? Nee, auch Rindermagen. Andere. Rinder hat sehr viel Wieso? Magen. Was ist das für ein Rindermagen? Schwein? Nee, Rind. Rinder hat mehrere Magen. Ja, der wievielte, muss ich dann fragen. Im letzten Video haben wir ein bisschen den Schärfelevel diskutiert. Bei den ersten 2 Gerichten waren wir hier ganz klar so bei 0 oder 0,1. Hier geht es so Richtung 1 Chili, so ganz langsam. Aber das Ding muss man eindeutig zu zweit bestellen, oder nicht? Das ist ja schon echt riesig. Nee, vorher ich kaufe auch. Ich finde vorher schmeckt besser als jetzt. Letzte Mal, wo wir hier waren. Nee, vorher ich nehme nach Hause. Corona-Zeit. Corona-Zeit haben wir da Bau gemacht, genau. Ja, das überrascht mich. Wow. Nicht der Original, aber schmeckt gut. Aber heute esse ich ein bisschen langweilig. Vielleicht hat der Koch viel Zeit gehabt. Nee, ich glaube, der hat den Kocher geändert. Wechseln. Na, das ist immer mega tragisch, Ja. wenn ein Restaurant den Koch wechseln muss. Dann haben wir Glück. Wenn Lin wechselt, dann machen wir zu. Der wird nicht. Habe ich alles drin gefunden? Rindermagen, Rindfleisch. Darm, hier Darm. Oh, ein Stück Darm. Für den Content. Darm. Wow. Zang, Dazang. Dazu. Ja. Stinken. Ja, freiwillig nicht. Nur für euch, ja, wird Darm gegessen. Boah. Ja, riecht jetzt hier drinnen. Wow. Schnell weg. Aber ich finde, es bleibt alles hier vorne so. Also es kribbelt hier vorne, es brennt ein bisschen vorne, aber nach hinten passiert nicht so viel. Ich mache eine ganz kurze Pause. Was ist mit meiner Cola passiert? Geht noch, nicht so stinkt. Manchmal Darm nicht so gut geputzt oder weiß nicht, dann sehr stinkt. Deswegen Leute essen das, weil sie mag dieses Stink. Aber ich nicht so. Wir sind gerade hier auf dem Nachmittag hier. Da ist zwar schön ruhig, aber kommt nicht so zum Nachmittag, weil die Köche machen irgendwann eine Pause und dann müsst ihr eventuell eine ganze Stunde warten. Wir hatten jetzt noch Glück, dass er das gerade noch für uns fertig gemacht hat. Aber vielleicht wollt ihr einfach schnell in die Mittagspause. Tjemma, wollen wir noch Latzehähnchen? Lins Vormeinung war, weil wir haben das hier schon mal probiert, Jedes Mal ich esse die. dieses ist das zweitbeste Latzehähnchen in Berlin. Wir testen jetzt nochmal, ob es vielleicht die neue Nummer 1 wird. Und in einer späteren Folge schreibt einfach unten ins Kommentar Latzehähnchen. Wenn es 100 Mal drinne steht, dann verraten wir euch, wo es das Beste gibt. Und immer liken und die Glocke anmachen. Guck mal, ich finde das geil, das ist so wie Fingerfood. Das wird jetzt hier Nee, einfach ich so. esse gar nicht wie Fingerfood Original. Du weißt, wie das aussieht. Ja, ich weiß. Normalerweise ist es nicht frittiert, ne? Hatte aber nicht so viel Stärke. Guck mal, deswegen schmeißen sie Ende ihr Koch. Ach so, weil jetzt so viel Stärke hat. Ja, genau. Aber letztes Mal war das auch so. Bei anderen Laden, aber ich mag bei Ming. Ming nicht. Jetzt schmecken wie andere. Jetzt schmeckt wie andere Restaurant mit dieser Latzehähnchen-Geschmack. Schuhe fangen wir, ne? Ja, auch mit so frittierte wie. Chef vom Ming-Restaurant.
wenn du das siehst, weniger Stärke. Sag das bitte deinen Köchen. Viel geilerer Geschmack für deine Gäste. Dankeschön. Mehr kleine Schneiden auch. Oh, extra Wunsch von Lynn, kleiner schneiden. Ja, stimmt wirklich, weil du hast erstmal Nur Chili, du musst suchen nach Hähnchen Original. diesen großen Stärkebatzen, bevor du aufs Hähnchen drauf beißt. Wow, und das ist richtig salzig hier. Boah. Nee, weil sie hat so viel Stärke vielleicht, das ist halt nicht gut für Thai. Und die Chili kommen nicht so richtig dran, ne? Dadurch, dass das so dick eingepackt ist. Wenn du da durchgebissen hast, irgendwann beim Hähnchen gelandet, hast du gar nicht gemerkt, dass das heißt ja hier scharfes Hähnchen. Laze, La ist scharf, Ji ist Hähnchen. Das soll richtig brennen. Also hier brennt nichts. Sorry. Aber hier gibt es auch Erdnüsse drin und Sesam. Warum? Und was ist das? Ist es eine Möhre? Oh, eine Paprika. Eine Paprika. 它现在这个吃起来真的就像火锅料煮的菜。 Naja, Jetzt schmeckt die wirklich wie einfach gekaufte Vortopfsoße gekocht, alle rein. Und ein bisschen Rütz, so. Deswegen ein bisschen langweilig. wie viele Sichuan-Restaurants gibt es noch in Berlin? Unsere Mission wird immer schwieriger, oder wie? Deswegen, ich habe so viele Jahre nicht gegessen Das draußen. leckerste Sichuan-Restaurant Berlins zu finden. Also wenn ihr meint, ihr habt bei euch das leckerste Sichuan-Restaurant, schreibt es uns und wir testen es. Mit Linz Chengdu-Geschmack und meinen bescheidenen 3 Jahren in Sichuan. Täglich von Schwiegermama und Schwiegerpapa gegessen. Vorher wirklich besser, ne? Ja. Und vielleicht waren wir auch in der Corona-Zeit so einsam und so der Geschmack, wie sagt man, war ganz pur, weil glaube, du ja der so wächst wenig vom Kocher draußen wirklich. gegessen hast. Ich glaube wirklich wechseln die Kocher. Ja, können wir fragen, wenn ganz am Ende zahlen. Hi, habt ihr euren Koch gewechselt seit der Corona-Zeit? Ich glaube, wenn wir mit der China-Serie in Berlin fertig sind, dann müssen wir uns alle verstecken, inklusive unserer Kamerafrau. Wir haben es gesehen, wir wissen, wer ihr seid. Ihr seid so brutal. Und diese ist trotzdem, ich finde das finde ich sehr okay. Also wenn ich hierher komme und ohne dich, dann geht das. Ja, von alle dieses am besten. Wegen dem Rindfleisch. Also Darm ist nichts für mich. Muss jeder selbst wissen. Aber Der von was Rindermark- wir bestellen, die am besten. Der Tofu da drin ist auch ganz nice. Aber ja, ist für mich verfehlt quasi. Und das Blut, ne? Das Blut war interessant. Das war erst voll lecker und dann gab es so diesen weirden Nebengeschmack. Und ich erinnere mich schon fast vom ersten Mal Blut essen. Da hatte ich auch, glaube ich, das. Okay, in 10 Jahren wieder. Da baue dann morgen kein Kocher weiter in den Laden. Verbessern. Morgen wird es verbessert. Also ihr benutzt diese Chili ist scharf. Mit einer Chili? Sind aber Diese Chili ist scharf. Ich glaube, probier mal. Die kleinen hier, Chili na, die haben wir auch, oder? Ich denke, es ist diese, aber ich weiß nicht. Chili Bulama, ne, das ist Bulama. Ja, vorher sind wirklich alle so klein geschnitten. Aber in China koche ich immer natürlich mit Knochen für Hunger. Mein Fazit zu Ko Shui Ji, von den beiden, die wir jetzt hatten, geht zu Shu Wei Fang. Ist da besser. Sabbern tut er aber bei beiden trotzdem nicht. Chu Liu Baicai, ich wollte das gerade schon. Liu ist ein bisschen so Liu Ko Shui. rutsch. Ja, Liu Zu ist Liu ist rutschen. mit Essig gerutschte Beizei. Also China-Koch. Im Essig gerutschter Beizei. Dieser super mild, sehr angenehm, sehr schöner Snack, so, aber nicht ganz authentisch. Und Schmeckt trotzdem wenn gut. ihr laut genug seid, gibt es den irgendwann mal von Lin. Okay, Latzehähnchen. Ich suche eine gute. Ist noch ein kleines hier, dieser. Ne, die ist auch zu groß. Auch so diese daneben. Die. Also, Diese Original große sei. Die. also ein Lazeji in Originalgröße. Okay,
Ein Latzehähnchen in Originalgröße fürs Fazit. Das Ding war nicht so richtig scharf, also es wird seinem Namen leider nicht gerecht. Es ist vielleicht auch nicht mehr das zweitbeste Latzehähnchen in Berlin, weil es ist zu viel Stärke einfach dran. Aber trotzdem besser als andere. Trotzdem, also bei dir ist immer noch Platz 2. Mao Xuewang. Finde ich diese Rindfleisch am geilsten. Von allen Gerichten, die wir hatten, war das Beste. Und das Geile ist natürlich, ihr könnt dieses hier direkt trinken. Also ihr nehmt die fette Schale. Ich schaffe das alleine. Hier, ich bin stark. So, und dann hier ab rein einfach die Soße. Ich teste das jetzt mal kurz. Ja, du trinkst Öl. Lecker. Richtig würzig. Du bist nicht stark genug. Die haben das doch extra so für uns gegeben, ne? Damit man das einfach macht. Du kannst doch nicht Leute, die eine Kamera haben, einfach so ein Ding hinstellen. Das verführt doch einfach nur. Diese, wie scharf? Bis 3 Chili? Ich habe nichts gesagt, ob mehr scharf oder weniger von dem. Sag. Aber ich habe nur gesagt, ohne Seafood. Ja. Weil Ende Geschmack. Mama, Schärfe-Ranking. Scharfe? Wir sind ja hier in Sichuan. Ich finde sehr viel scharfe Sichuan-Pfeffer. Provinz. Aber ich finde, scharf ist nicht so scharf, vielleicht 0,5. Aber sehr viel Sichuan-Pfeffer, deswegen du merkst, kaum. Ich biete 0,75. Bulatsiji? Iraba, eine Chili. Nicht scharf. Findest du? Ich fand dieses viel weniger. Ich gebe nur eine halbe. Halbe? Ja. Aber ich habe auch nicht auf die Chili drauf gebissen. Komm hier, warte. Hat Unterschied-Chili-Sorte, hast du gemerkt? Diese bestimmt nicht scharf, die nicht scharf, ich glaube. Und diese bestimmt scharfer, die heller. Oh, jetzt scharf. ein bisschen. Okay. Ja, also wenn ihr da direkt drauf beißt und die da zerkaut. Probier mal diese Dann. vielleicht nicht scharf. Diese ist immer nicht scharf. Unterschiedliche Farbe. Chili, der hat da benutzt. Witzig. Ja, das war nicht Ja, scharf. ja, okay, dann vielleicht 1. Ja. Okay, 0. Das war einfach. Auch fast 0, außer ihr geht ins Chiliöl rein, dann Auch eine 0. eine halbe. Ist Aber wie wir haben 0. extra dazu gesagt, wir möchten einen richtigen Sichuan-Geschmack. Vielleicht hat er gedacht, wir verarschen ihn. Who knows? Okay, Schärfe-Level. Hier geht's zu unserer Playlist. Dort könnt ihr weitere Restaurantvideos schauen. Und hier gibt es noch ein weiteres Video von uns. Viel Spaß. Ciao, ciao. Jetzt habe ich ciao, ciao gesagt.